Vor vielen Menschenleben setzte ein Blitz das Schloss auf diesem Berge in Brand, sodass alle seine Bewohner umkamen. Ein einziger wurde gerettet. Ein kleines Kind, der Erbe. Ein gerettetes Kind? Jahrhunderte später wurde an demselben Ort eine Gedenkstätte für Kinder errichtet. Für Kinder, die nicht leben durften, die Unschuldigsten, die Ungeborenen. Wir nennen sie gerne die Lieblinge Gottes. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Aljoscha, Ivan, Nadia, Anna, Hector, Michelle Marie, Benedetto, Chen Bao, Teresa, Raphael, Jonathan, Francis, Alicia, Jeremías, Edith, 玛利亚 Caitlin, 黄小二 Евгения, Makarios, Veronica, Emily, Miguel, Juan David, Lucia, Dominique, Rebecca, Emanuele, Stephanie, Sophia, Mariam, Sebastian. Guadalupe. Ange. Wir befinden uns hier in der Rachelgrotte, einer Gedenkstätte für Tausende von ungeborenen Kindern, denen wir eine Art geistiges Begräbnis schenken möchten und indem wir ihnen einen Namen geben, sie der Anonymität entreißen wollen. Mit dieser Gedenkstätte möchten wir erstens Gott ehren, der ja jedes einzelne dieser Kinder ins Leben gerufen hat. Zweitens das Kind selbst ehren, ihm sagen, dass wir es lieben, dass es uns in dieser Welt fehlt. Und drittens auch den Eltern in ihrem Heilungsprozess helfen, nachdem sie erkannt haben, was sie getan haben. Die Rachelgrotte befindet sich im Kloster Frauenberg, einem historischen Gebäude aus dem frühen 14. Jahrhundert. Ursprünglich als Schloss der Adelsfamilie von Bothmann erbaut, wurde es durch einen Blitzschlag in Brand gesetzt und alle Bewohner kamen dabei ums Leben, bis auf den kleinen Johannes, den seine Amme in einem Kessel aus dem Fenster der Burg warf und somit das Leben des Erben rettete. Als Danksagung stiftete die Familie das Gelände für den Bau einer Marienkapelle, die sich bald zu einem Wallfahrtsort und einem Kloster entwickelte. Seit 1984 lebt die Gemeinschaft Agnus Dei hier im Kloster Frauenberg. Sie ist eine kontemplativ ausgerichtete Gemeinschaft, das heißt, an der ersten Stelle steht das Gebet. Und tatsächlich, wir haben in der Krypta einen Platz, wo Tag und Nacht gebetet wird. Ein Grund dafür, vielleicht sogar der Hauptgrund zu Beginn, am 11. Februar 1985, war, dass wir gemerkt haben, dass es ein großes Vergehen ist, dass unschuldige Kinder im Schoß der Mutter getötet werden. Ein großes Vergehen gegen Gott, der das Kind geschaffen hat, gegen das Kind selbst, das leben soll, und im gewissen Sinne auch gegen die Menschheitsfamilie, denn die Menschheitsfamilie hat vielleicht auf dieses Kind gerade gewartet. Wer weiß, was es geworden wäre. Auf jeden Fall haben wir das als Anlass genommen, Gott um Verzeihung zu bitten. Es waren zwei Momente, die mitgeholfen haben, dass die Rachelgrotte entstanden ist. Das eine war ein Impuls, den ich mitgenommen habe aus Jerusalem. Dort gibt es eine Hall of Children. Da werden die Namen der Kinder verlesen, die im Holocaust ums Leben gekommen sind. Das andere Moment sind Gebetstäfelchen. Und zwar solche, in denen eingeschrieben wird, Dank für diese Heilung oder ähnliche Mitteilungen. Und diese beiden Elemente haben dann dazu geführt,
dass wir die Namen der Kinder auf die Täfelchen schreiben. Und so ist die Gedenkstätte, das Memorial, entstanden an einem sehr privilegierten Platz, nämlich tatsächlich neben der Stätte der ewigen Anbetung. Als wir im Jahr 2020 ein erstes Video über diese Initiative veröffentlichten, schrieben uns Mütter, Väter oder auch andere Angehörige aus aller Welt mit der Bitte um die Anfertigung eines Täfelchens mit dem Namen ihres Kindes. So füllte sich schon sehr bald die erste Rachel-Grotte und wir eröffneten direkt nebendran eine zweite. Mittlerweile sind es fast 4000 Gedenktäfelchen für Kinder aus 39 verschiedenen Nationen. Sicut passere repta esse laque ovenantium. Laqueus contritus est et nos liberati sumus. Nox in rama udita est, Warum der Name Rachel-Grotte für diese Gedenkstätte? In Zusammenhang mit der Tötung der unschuldigen Kinder in Bethlehem zitiert das Evangelium den Propheten Jeremia. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rachel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin. Dieses Weinen lässt sich sehr gut auf so viele Mütter in dieser Tragödie der Abtreibung anwenden, die weinen, weil ihre Kinder dahin sind. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Was uns oft aufgefallen ist in der Begleitung von Frauen, die abgetrieben haben, ist die große Schwierigkeit, die sie haben, sich selbst zu vergeben. Auch wenn sie schon die Vergebung Gottes erhalten haben, in der Beichte zum Beispiel. Hier kann ein wichtiger Schritt sein auf diesem Weg der Heilung, dem Kind einen Namen zu geben und so auch in eine viel persönlichere Beziehung mit ihm zu treten. Und für viele ist es ein riesengroßer Trost zu wissen, dass es hier auf der Erde einen physischen Ort gibt, an dem man dieses Kindes gedenkt. Wie man gut sehen kann, sind sehr viele Namen zusammengekommen aus vielen Ländern dieser Erde. Und wir freuen uns darüber, Ihnen diesen Platz geben zu können. Nebendran ist ja der wunderbare Ort der Anbetung. Dort bitten wir auch für die Völker um Vergebung. Also nicht nur Mütter und Väter, Verwandte, sondern auch Regierungen müssen umkehren, müssen andere Gesetze machen, um die Kinder zu schützen. Denn es wird keinen Frieden geben, solange nicht das Leben aller Menschen geliebt, geachtet und geschätzt wird. Gott hat es gegeben und wir beten deswegen auch um die Vergebung für die Völker und hoffen, dass eine Umkehr stattfindet, dass jeder Mensch wirklich leben darf und willkommen ist.
Wir wissen, dass viele Menschen mit der Realität der Abtreibung konfrontiert sind, sei es im eigenen Leben oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Und wir wollen euch einladen zu diesem Werk der Barmherzigkeit. Wenn Sie selber in einer Abtreibung beteiligt gewesen waren oder wenn Sie von einem Kind wissen, das nicht leben durfte, dann geben Sie ihm einen Namen und senden Sie ihn uns und dieses Kind wird einen Ehrenplatz haben in dieser Grotte, ganz nah beim Herrn. Denn es steht geschrieben, ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein steht ein neuer Name geschrieben. Wir leben es und sind überzeugt, dass von der Rachelgrotte sehr viel Segen und Heilung ausgeht. Es wäre sicher eine große Gnade, wenn diese Initiative zur Heilung in vielen anderen Ländern entstehen könnte. Orte, an denen man an die Ungeborenen denkt und für den Schutz des Lebens betet, untereinander verbunden in der Liebe zu Gott und zu den unschuldigen Kindern. Der Vater des Lebens würde es sicherlich reichlich vergelten.